Wir haben jetzt hier die Yamaha XT 660 Tenere. Das ist die letzte Vertreterin der legendären Einzylinder-Enduro-Reihe von Yamaha. Tenere, der Name hat an allen Lagerfeuern dieser Welt hat er einen grandiosen Klang. Diese Yamaha, die 660er Tenere, wurde von 2008 bis 2016 gebaut. Dann ist er an der Euro 4 Hürde gescheitert. Sie hatte eine Menge Vorgängerinnen, die alle legendär waren, die alle Geschichten geschrieben haben. Und ist aber zum Schluss dann leider verwässert. Dann gab es lange Jahre keine Tenere mehr und dann kam eben dieses schöne Stück. Und das war schon ein sehr, sehr ernsthafter Versuch, wieder an die Tradition der Einzylinderreise-Enduros von Yamaha anzuknüpfen. Sie hat hier sogar eine Abschleppöse, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kam lange Zeit wieder nichts und viele Enduristen haben sich gesehnt nach einer leichten, handlichen Enduro, die trotzdem fernreisetauglich ist. Es kam eine Menge darüber, was viel zu schwer war und viel zu teuer. Und jetzt hat Yamaha eben diese zurzeit noch T7 genannte Zweizylinder-Enduro gebracht und von der erhoffen wir uns, dass sie jetzt wieder der Traum aller Fernreisenden ist, die nicht so schwere Eisen bewegen wollen, die maximal 200 Kilo fahren wollen, die aber statt dem etwas rappeligen, aber zuverlässigen, nicht allzu leistungsstarken Einzylinder jetzt einen leistungsstarken, zuverlässigen, leichten, geschmeidigen, kultivierten Zweizylinder haben wollen. Für den Moment ist es nur noch ein Prototyp. Und wie das Serienmotorrad sein wird, darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Der MT-07-Motor mit 75 PS, der hat ein großes Potenzial, sowohl auf der Landstraße als wie auch im Gelände. Wir kennen diesen Motor aus diversen anderen MT-Modellen von Yamaha und sind immer wieder überrascht, wie viel Druck dieser doch so kleine und leichte Motor entwickelt, wie geschmeidig er dabei läuft. Und der 50.000 Kilometer Langstreckentest hat auch erwiesen, wie zuverlässig er ist. Andere Daten können wir jetzt noch nichts zu sagen. Das Potenzial dieses Prototyps ist natürlich immens. Das wird aber mit der Serie nichts zu tun haben. Der Prototyp wiegt zwischen 175 und 185 Kilo. Sein Radstand beträgt 1555 Millimeter. Er hat einen 21 Zoll Vorderrad, eine Upside-Down-Gabel. Er hat einen soliden Doppelschleifenrahmen, einen großen Tank, einen vertikalen Doppelscheinwerfer. Aber das sind Elemente, die so nicht in die Serie einfließen werden, einfach aus Kostengründen. Also wenn Yamaha halbwegs haltbare, aber serientaugliche Teile verbaut, werden die etwas mehr wiegen. Dann könnte man eventuell nach unserer Kalkulation einen Preis von 9.999 in dem Dreh realisieren. Wenn Sie leichtere und damit teurere Teile verbauen würden, lägen wir locker bei 11.500, wenn nicht noch drüber. Das werden wir aber alles sehen. Für diesen Moment genießen wir einfach nur unsere Probefahrt. Ich hatte die Ehre, dieses Motorrad jetzt als erster fahren zu dürfen und der Motor ist mir hinlänglich bekannt. Wir hatten die MT-07 als Dauertestmotorrad, 50.000 Kilometer. Das konnte ich dann schon durch Stadt und Land fahren. Mit diesem Motorrad hier könnte man theoretisch Stadt, Land und sogar Fluss. Also Land bedeutet hier Gelände. Es ist bereift mit reinrassigen Enduro-Reifen. Das heißt, ich konnte vorhin schon ein bisschen ins Gelände gehen und so leicht ausprobieren, wie sich das im hintersten Winkel der Welt anfühlt. Vorteil 21 Zoll Vorderrad. Und mein erster Eindruck ist, das Motorrad ist relativ leicht, es ist sehr spurstabil, handlich, sehr neutral und der Motor lässt sich im zweiten, dritten, vierten Gang völlig problemlos, immer mit Drehmoment, wunderbar im Gelände fahren. Auf die Straße bin ich gleich gespannt, wie es wird. Aber ich habe das Gefühl, dieses Zweizylinder-Konzept funktioniert wunderbar mit einem Motorrad dieser Gewichtsklasse. Angeblich soll es 175 Kilo wiegen. Wenn es fahrfertig 10, 15, 20 Kilo mehr sind, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze immer noch sehr gut funktioniert. Ist auch für Enduro-Einsteiger geeignet. Inwieweit das Ganze zum Reise taugt, womöglich sogar Reisen mit Sozius oder Sozia, das kann man so nicht sagen. Im Solobetrieb
ist das Ganze sehr fahraktiv, sehr dynamisch, aber auch extrem gutmütig und sogar etwas fehlerverzeihend. Also mir gefällt es super gut. Weitere Fahreindrücke und den kompletten Bericht über die Fahrprobe dieser T7 Konzept von Yamaha könnt ihr dann demnächst in Motorrad oder unter www.motorradonline.de in einem Fahrbericht lesen.